Das sieht ja ganz hervorragend aus. Ich teste jetzt hier gerade drei verschiedene Köderkombinationen, aber die Hauptköderaromatik scheint trotz allem richtig gut zu laufen. Erster dicker Brocken, gerade schon 2 kleinere Fische sind drin. Kois gehen rein und jetzt ist natürlich die Frage, gehen hier auch die großen Kois? Also rein hier in den Drill und natürlich auf die dicken Dingers hoffen. Ich bin hier gar nicht mal so groß unterwegs, also ködermäßig relativ klein und fein noch unterwegs. Und jetzt ist dann natürlich die Frage, ballern hier trotz allem die dicken Brocken drauf? Das ist hier eine Stelle, da muss ich gleich mal im Detail nachgucken, von einem russischen Spieler, mit dem ich geschrieben habe. Und der hatte mir im Discord so ein paar Infos dazu der Stelle hier nochmal geschickt. Übrigens Link zum Discord direkt unter dem Video. So, den müssen wir hier mal eben ein bisschen beruhigen, den Fisch. Erstmal auf entspannt. So. Genau, schön locker reinziehen. Und jetzt können wir, glaube ich, gleich auch nochmal die Bremse ein bisschen hochziehen. Ja. So, dann gucken wir mal, was das ist. Ich bin gespannt, ob hier auch noch mehr reingeht. Also ob hier auch noch die Dinkelsbühler oder so reingehen, wäre gar nicht schlecht. Nehme ich doch alle gerne mit. Und wir gehen natürlich schön Stück für Stück alles durch. Ja, Dinkelsbühler, ne? Ja, perfekt. Also, die Frage ist, läuft eben nur, wie schon seit Tagen und Wochen, Thunfisch? Oder läuft eben auch noch etwas anderes in Kombination vielleicht mit Thunfisch? Denn mit dem anderen, also mit Maulbeere, hatte gerade Pure Patty ganz gut Erfolg. Ich weiß allerdings nicht, ob das die Stelle hier ist. Jetzt ist natürlich die große Frage, können wir das einfach kombinieren mit Thunfisch und Maulbeere? Vielleicht ist das ja interessant, vielleicht kann man das kombinieren und vielleicht läuft das tatsächlich. Die fruchtige Komponente beim Thunfisch. Ja, und das teste ich natürlich gerade auch direkt, ob hier die Kombination auch noch funktioniert. Alter, der hat aber Bock hier. Der hat aber Bock, so groß ist er doch gar nicht. So groß ist er doch nur auch wieder nicht. So, komm mal ran hier. Solange der Drill noch läuft, schauen wir mal eben rein, was es denn gibt von der Firma Holzgern. Denn es ist ja bald Valentinstag, ihr Lümmels. Und da könnte man ja mal so eine kleine Aufmerksamkeit für die Liebste mitbestellen. Holzgern hat eine neue Serie rausgebracht. Weniger Holz, mehr Schmuck, eher fein und zart. Also eigentlich genau das Richtige auch so für den Valentinstag. Es gibt eben hier diese Charme-Armbänder bzw. Halsketten und dazu eben passend so kleine Anhänger mit dazu. Also das wäre natürlich durchaus eine Möglichkeit, auch preislich natürlich ganz interessant. Und wenn deine Liebste so etwas Feines und Zartes mag, dann kannst du natürlich auch noch 15% gerade sparen. Ich habe das schon mal in den Warenkorb gelegt. Das sehen wir hier. Jetzt könnte man hier natürlich noch eine passende Geschenkbox wählen und dann geht man zum Checkout. Und im Checkout kann man dann natürlich noch den Code Feierabend einstellen, damit man nochmal 15% spart. Also hier kommen natürlich jetzt die ganzen Daten rein, damit das auch richtig zu dir versendet werden kann. Hier oben ist das Produkt oben rechts in der Ecke. Dann geht es weiter hier unten zur sicheren Bezahlung. Jawohl. Und dann haben wir hier die verschiedenen Bezahlmöglichkeiten. Und direkt hinter mir tippen wir dann hier noch den Code Feierabend ein. Alles groß geschrieben. Anwenden. Und jetzt achten wir natürlich rechts oben auf die Ecke. Nehmen wir noch was mit? In den Warenkorb legen. Das nehmen wir doch noch mit hier. Das ist doch gratis auch noch mit dabei. Hervorragend. Dann haben wir das also auch direkt schon schön verpackt. Wir haben die Halskette. Wir haben sie wunderschön verpackt. Wir haben den Rabattcode 15% hier. Minus 7,35 in dem Fall. Heißt also, naja, 41 €, raus damit und dann kommt es natürlich auch noch rechtzeitig zum Valentinstag an.
Also jetzt bestellen, direkt unter dem Video findest du den Link zur Firma Holzkern und auch nochmal den Rabattcode, den kannst du einfach rauskopieren, einfügen, dann gehst du da auch auf Nummer sicher und schon hast du das passende Geschenk zum Valentinstag. Puh, was ein langer Drill. Mann, 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 Mann. Ja, viel verpasst hast du nicht, der ist jetzt die ganze Zeit hin und her geschwommen und ein paar Mal ist er noch richtig abgehauen, doch jetzt hier in der Ecke, jetzt sollte ich ihn dann noch kriegen. Das sieht doch ganz gut aus. Jawohl. Jawohl, jetzt einfach schön nach oben lassen, dass der Kopf relativ weit oben ist und er nicht wieder sich umdrehen kann und wegschwimmen kann. Und dann passt das doch. So, aber so ganz riesig ist er, glaube ich, noch nicht, ne? So ganz riesig ist er noch nicht. Aber ein schönes Ding. Schönes Ding. So, fahren wir erstmal raus, das Teil. Zack, 23. Das geht auch. 23,6 schon. Schöner Dinkelsbühler Spiegel. Fehlt mir auch noch. Dinkelsbühler Spiegelkarpfen würde auch noch fehlen. Ja, und jetzt in der Zwischenzeit fängt es hier wieder an zu piepen auf dem zweiten Setup. Hier ist noch alles in Ordnung. Beziehungsweise jetzt auf dem dritten Setup. Gucken wir mal, was da jetzt so reingeht. Hier bin ich gerade süßlich, okay. Dann kickt hier auf einmal der F1 rein. So, jetzt müssen wir erstmal eben schauen. Das nochmal wieder raus. Als allererstes, da ist er. Da ist er. Genau, und zwar der Spieler Perzik. Perzik hatte mich angeschrieben und hatte hier seinen Cache auch noch geteilt. Und stand hier fast 2 Stunden und es waren schon einige Kois mit dabei. Also sehr viele Orangiogon auch hier an der Stelle. Narumi Asagi war auch mit dabei. Also es waren schon einige Kois mit dabei. Und das Ganze eben hier an der Stelle komplett, nee nicht komplett, und zwar auf Thunfisch und Lachs in der Kombination. Thunfisch und Lachs mit der passenden Futtermische. Auch auf Thunfisch und Lachs komplett, genau. Atlantischer Thunfisch als Dip. Und so sieht es bei mir jetzt hier gerade aus. Narumi Asagi, Orangiogon, Dinkelsbühler, F1. Wobei, da müssen wir jetzt natürlich schauen, was haben die gefressen. Das hier ist eine Kombination jetzt gerade. Und zwar eine Kombination aus der Info von Pure Patty. Also, Spieler Pure Patty hatte gesagt, was ist denn hier los? Ich habe mit Futtermische Thunfisch und Köder Maulbeere auf einmal ganz gute Ergebnisse bei den Kois. Klingt also danach, als ob Thunfisch natürlich den Spot anfüttert, aber die Aromatik mit der Maulbeere auch ganz interessant ist für andere Fische oder eben auch für die Kois. Thunfisch und Lachs, das ist jetzt hier gerade die klassische Kombination. Hier ist auch nochmal Thunfisch und Lachs als Pop-up eben. Und auch hier Thunfisch und Maulbeere. Tja, jetzt ist natürlich die große Frage, was davon... Oh, da ist schon wieder was drauf. Was davon funktioniert. Auch das hier ist Thunfisch und Maulbeere. Oh, aber klein. Winzig. Thunfisch und Maulbeere in Kombination, aber hier Maulbeer. Und trotzdem mit Thunfisch und Lachs. Vielleicht sollte ich eine Futtermische mal oder einmal komplett auch auf Maulbeere testen. Und dann lasse ich das mit dem Thunfisch einfach mal sein. Weil irgendwie scheint das ja auch zu funktionieren. Allerdings waren bisher die Thunfisch- und Maulbeerbisse, also da auch jetzt hier der Ogon, nee, das war der Lachs, der Narumi Asagi, war dann auch auf diese Kombination hier. Also mit Thunfisch. Das war nur eine Komponente, was Fruchtiges, diese Maulbeere mit drin, ne? Eigenartig. Aber wenn es geht, dann geht's. Von daher probieren wir da doch ein wenig einfach mit rum. Und was haben wir hier? Hier ist auch noch die ganz klassische Kombination. Also einfach Pop-Up-Thunfisch, Pop-Up-Lachs und das dann in einer Thunfisch- und Lachs-Kombination. Also ich habe hier komplett verschiedene Partikel drin. Nicht immer nur Feed Pellet, Feed Pellet, Feed Pellet, Feed Pellet, sondern
gänzlich verschieden. Also Crushed Boilies, Feed Pellets, Thunfisch, Feed Pellets, Lachs oder hier ist sogar noch Schaf mit drin. Also immer schön verschiedene Feed Pellets mit drin, dass man hier eben ja eine Vielzahl von Aromen im Wasser bieten kann. Die gleichen Feed Pellets, immer wieder das gleiche, ist quasi das gleiche. Also da ändert sich dann nichts, nur eben in verschiedenen Größen. Und so bietet man einfach eine deutlich breitere Spanne an Aromen. Das Ganze könnte man jetzt natürlich auch nochmal kombinieren, dann vielleicht auch nochmal mit der Maulbeere. Ne? Durchaus eine Option. Ja, wer es noch nicht gesehen hat, noch nicht erkannt hat, hier unten die Ecke. Ich glaube, zuletzt war ja auch hier der Baum da vorne ganz interessant, genau der Spot. Und das ist jetzt hier die Stelle, so, in die Richtung hier auf 13 Meter rausgeworfen, einfach von hier unten aus. Ja, müsste ungefähr, wenn das so 11, 12 sind, dann landen wir ungefähr hier in diesem Bereich, in der Area. Müsste ungefähr passen, beziehungsweise, nee, nicht so ganz, ne? Ja doch, ungefähr hier in der Area müssten wir sein. Das passt schon. Mit 13 Metern. Ja, jetzt ist die Frage, was geht und was geht hier am meisten? Und lohnt es sich, diese Kombination oder diesen Spagat zu machen mit Maulbeere? Auf jeden Fall eine ganz interessante Geschichte. Danke auch an Perzig für das Teilen des Spots. Ich werde hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter rumprobieren und weiter testen. Also für die Zeit, er hat hier schon einiges rausgezogen. Wenige normale Schuppenkarpfen, wenige Dinkelsbühler, sehr, sehr viele Orangiogon auf Thunfisch und auf Lachs. Und eben mit der ganz klassischen Thunfisch- und Lachs-Köderkombi bzw. Futtermische. Und ja, jetzt gleich noch mal ein bisschen rumtesten. Wie gesagt, auch noch mal mit Maulbeere. Bin ich gespannt, was da funktioniert und ob das hier auch funktioniert. Ab an das Wasser, solange das Wasser hier noch alles gerade auf normal eingestellt ist. Einfach mal probieren, wie das denn hier funktioniert. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Bis dahin.